Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Heute möchte ich mit euch mal das Thema angehen bezüglich der alten Veröffentlichungen, der alten Bücher und eben den Compilation-Büchern. Hier mal als Beispiel, um euch das Ganze zeigen zu können, habe ich mich für Nordafrika entschieden und wir werden uns das Ganze hier mal ansehen in Verbindung mit eben dem ursprünglichen Fighting First Buch für die Amerikaner und dem gleichen Inhalt des Buches hier in Nordafrika im Compilation Buch. Hoffentlich kann das dem einen oder anderen dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, welches der beiden Bücher er sich schlussendlich dann kaufen wird, wenn er eben mit Nordafrika mit War bei Flames of War 4. Edition beginnen wird. Als erstes möchte ich mal anfangen mit dem Thema der Gültigkeit. Grundsätzlich sei zu sagen, beide Bücher sind eigentlich noch gültig. Beide erschienen für die 4. Edition von Flames of War. Hier das Fighting First Buch war die erste Veröffentlichung und ist dementsprechend 2017 erschienen und enthält eben alles, was ihr braucht, um die Amerikaner in 1942-43 Nordafrika zu spielen, was eben möglich ist, laut Regeln bei Flames of War 4. Edition. Dementsprechend logischerweise später erschienen ist dann hier das Nordafrika Compilation Buch. Hier sind noch einmal die Inhalte aus dem Fighting First Buch drinnen, nur eben mit noch den anderen Büchern, die ebenfalls dazu erschienen sind, eben mit den Briten, Deutschen und so weiter, Italienern, und sind aber wie gesagt beide noch gültig. Dieses Fighting First Buch kam damals 2017, wie schon gesagt, und die Nordafrika Compilation dann 2021. Und jetzt hätte ich einfach mal gesagt, wir sehen uns mal den Inhalt an. Spezifisch jetzt als erstes mal das Fighting First Buch. Hier also nun mal ein kurzer Blick in dieses kleine Buch, also wie wir schon sehen, auch nicht sonderlich dick, enthält auch dementsprechend nur die Amerikaner. Hier ein kleiner Überblick über die verschiedenen Inhalte, die ihr bekommt, diverser Hintergrund und dann eben verschiedene Force-Listen, die ihr spielen könnt. Wie man schon sieht, sind die nicht sonderlich umfangreich, ansonsten gleich aufgebaut wie jedes andere Flames of War Buch, mit eben geschichtlichem Abriss, mit schönen Darstellungen. Also das ist immer schön aufgebaut bei Battlefront, würde ich sagen. Dann eben eine Übersicht als erstes der Fahrzeuge, Panzer, die man hat. Und dann kommen wir hier schon zu der Force-List-Aufstellung, was wir hier dann spielen können. Was hier schon zu sehen ist, was damals 2017 erschienen ist, war nicht sonderlich umfangreich. Wir haben hier als Tank Formations die M4 Sherman Tank Company, die wir spielen können, M3 Lee Tank Company, M3 Stuart Tank Company. Das war es dann mit Panzern und eben im Infanteriebereich die Armored Rifle Company oder die Rifle Company. Diese beiden Möglichkeiten hatten wir hier und als Anti-Tank Formation eben die M10 Tank Destroyer Company. Vielmehr war es dann auch schon nicht, was wir hier sehen können, und eben dann noch die Support-Einheiten hier herunten. An und für sich jetzt nicht sonderlich umfangreich, aber eigentlich auch nicht so schlecht, weil man hier eben einen meiner Meinung nach recht einfachen Einstieg hat, weil man sich nicht mit allzu viel auseinandersetzen muss. Und dann eben hier als Beispiel nochmal, wie so eine Tankkompanie oder generell diese Formations aufgebaut sind. Man hat eben wieder die HQ-Einheiten, die man mitnehmen muss. Eben alles, was schwarz ist, was man mitnehmen muss. In diesem Fall hier M4 Sherman Tank Company, war eben M Sherman Tank Company HQ, dann zweimal oder beziehungsweise einmal Sherman und als zweite Splatoon entweder noch einmal Shermans, Lees oder Stuarts. Und alles in Grau war eben optional für die Formation, was man mitnehmen konnte. Das aber nur so mal zum groben Aufbau. Das ist bei allen Formationen gleich. Dann noch der Abriss der verschiedenen Einheiten. Da gehen wir schnell mal drüber, damit das einfach nur mal zu sehen ist.
Und was eben hier auch noch sehr interessant ist, man bekommt dann noch einen Painting Guide ein bisschen drinnen. Das ist eben das Typische, wie diese Bücher aufgebaut sind von Battlefront für eben Flames of War und Team Yankee. Und wie gesagt, 2017 erschienen, aber nach wie vor eben noch gültig. Also wenn ihr das irgendwo in die Hände bekommen solltet, reicht das definitiv aus und ist aktuell. Vor allem eben durch die dynamischen Punkte. Ihr habt hier eben bei den Einheiten Punkte dabei, was diese zum Beispiel kosten, ist alles aufgeschlüsselt. Diese Punktewerte hier in den Büchern sind nach wie vor auch aktuell sozusagen und eben die Dynamic Points, da wurde das Ganze dann eben immer angepasst und von Zeit zu Zeit eben ergänzt und erweitert bzw. abgeändert, wenn es notwendig wird, sodass man hier eigentlich sagen kann, auch diese Bücher sind von den Punkten her nach wie vor aktuell, sollte man eben nicht mit Dynamic Points spielen. Aber ich hätte gesagt, dann werfen wir jetzt mal einen Blick, wie es mit dem Inhalt von Fighting First im Compilation Buch ausschaut. Eine schnelle Unterbrechung von ein paar Sekunden für ein wichtiges Thema. Und zwar arbeite ich gerade an einer Game Tracking App für Android. Wenn das Ganze sein sollte, auch geplant später für eben iOS. Und dazu arbeite ich auch noch an einem anderen Projekt für die Community, einer App, die etwas größer wird. Und generell, ich suche dafür einfach Leute, die sich dafür interessieren, auch das Ganze zu testen. Also falls dich das interessiert und du aktuell Android hast, bitte geh unten in die Videobeschreibung und schick mir eine E-Mail, dass du dich als Tester anmelden möchtest. Dann bekommst du von mir den Link, damit du eben die aktuelle Testversion aus dem App Store runterladen kannst und mich gerne unterstützt dabei und mir Feedback gibst zur App, zu Verbesserungen und eben auch zum aktuellen Stand der App. Das wird mir sehr viel helfen und weiter mit dem Video. Hier auch gleich mal vorneweg schon mal zu sehen, mal als Überblick, sehr viel dicker natürlich, weil wie schon gesagt, es ist ein Compilation-Buch. Wir haben hier wesentlich mehr Inhalt drinnen. Hier ist eben auch mit Fighting First, beziehungsweise man sieht hier schon in der Übersicht, hier sind diese ganzen Bücher enthalten. Ihr habt einmal Afrika Korps, die Deutschen, dann Avanti Italiener, Armored Fist war das Buch für die Briten und eben Fighting First, der Inhalt, den wir uns gerade im Einzelbuch angeschaut haben, hier nochmal im Compilation-Buch. Und eines, was hier schon auffällt, das ist sehr viel umfangreicher, da hat man sehr viel mehr Auswahl dabei und daher hätte ich gesagt, wir gehen gleich mal in die dazugehörige Übersicht zu den Amerikanern. Auch hier startet das Ganze. Man hat wieder das Cover. Eben hier ist alles in allem gleich enthalten. Man hat hier eben den Start des Buchs von Fighting First, wird das gleiche Cover, wie gesagt, abgebildet. Dann ist hier der ganze Hintergrundteil mit den Regeln auch dabei, hier am Anfang. Dann der ganze historische Abriss wieder. Das ist eigentlich alles gleich. Das ist 1:1 wie aus dem anderen Buch, aus dem dünnen Buch. Auch diese Seiten sind identisch. Und hier kommen wir jetzt eben zur Übersicht über die Fighting First Force. Und da sehen wir schon, wir haben im ersten Moment die gleichen Auswahlen. Die Tank Formations sind komplett identisch, da gibt es keinen Unterschied. Dann bei den Infantry Formations hatten wir zuvor nur die Armored Rifle Company und die Rifle Company. Die wurden jetzt hier ergänzt nochmal um die Parachute Rifle Company und die Ranger Company. Bringt somit ein bisschen mehr Abwechslung in diese Richtung, wenn wir Infanterie spielen wollen. Das werden wir uns gleich auch nochmal in einem Moment dann ein bisschen anschauen. Das will ich euch auch zeigen für den Fall, dass das jemand nicht kennen sollte oder interessiert dran ist. Dann haben wir wieder die M10 Tank Company und hier neu dabei, auch hier in der Compilation, sind die beiden Assault Tank Formations mit M27 Tank Company und T14 Assault Tank Company. Also wie man hier schon sieht, es ist schon ein ganzes Stück mehr dazugekommen. Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, die spielbaren Formations haben sich quasi verdoppelt. Und am Ende hier herunten haben wir nochmal die Support Units, die sind, wie man hier schon sieht, wenn man es vergleicht mit dem anderen Buch, komplett identisch, da hat sich nichts geändert, aber das Wichtigste sind eben hier herum die Hauptformations.
Dann hätte ich einfach mal zum Beispiel gesagt, wir schauen uns diese Infanterie-Formations mal an, weil hier eben was dazugekommen ist. Eben wie gesagt, wir haben hier die Armored Rifle Company, die ist eben im alten Buch auch schon dabei gewesen. Hier ein Überblick, wie gesagt, die schwarzen Kästen ist das, was ihr mitnehmen müsst und alles, was grau ist optional, könnt ihr verwenden. Wie wir hier schon sehen, auch keine Panzer oder so etwas dabei in dieser Formation. Da müsste man sich dann überlegen, zum Beispiel eine zweite Formation zu spielen. Dann, was wir hier eben noch sehen, ist dann der Aufbau mit eben den Half-Tracks dabei, in diesem Fall bei dieser Formation. Dann hatten wir schon die Rifle Company, die gab es auch schon im anderen Buch. Ist grundsätzlich anders aufgebaut, auch hier keine Transporter dabei, wie wir hier sehen. Und wenn wir uns das hier anschauen, als Beispiel jetzt diese Rifle Company, die werden auf die 3 Plus getroffen, haben einen 3er Safe, was normaler Infanterie-Safe eben ist, eine Motivation von 4 Plus bzw. Rally 3 Plus und einen Skill von 5 Plus, also was das betrifft nicht sonderlich gut. Hier rüben dann das Rifle Platoon, die eigentlich gleichen Stats wie auch das HQ. Und wenn wir uns hier im Vergleich dazu jetzt die Parachute Rifle Company ansehen, im ersten Moment bemerkt man, okay, auch alles Infanterie. Wenn man noch nicht so im Spiel drinnen ist, wird einem dann auch nicht so viel auffallen. Oder sich denken, okay, ist im ersten Moment nur Infanterie. Aber wo man die Unterschiede jetzt da eben merkt, wenn wir uns hier das Parachute Rifle Platoon anschauen, ist hier schon mal Hit on 4 Plus. Ich gehe hier nochmal kurz zurück zur Rifle Company bzw. zur Armored Rifle Company. Hier hatten wir eben einen Aggressive Wert von 3 Plus, werden also die 3 Plus getroffen und die Parachutes werden hier auf die 4 Plus getroffen, also sind schlechter zu treffen. Wenn der Gegenspieler darauf schießt, dann der gleiche Infanterie-Safe natürlich. Motivation ist auch besser, die ist hier allgemein bei 4 Plus gewesen und nur der Rally-Wert auf die 3 Plus und die Parachute Rifle Platoons sind alle fearless. Also alles, was mit Motivation zu tun hat, gelingt ihnen wesentlich einfacher. Und auch hier der Skill-Test auf die 3 Plus, alles was das betrifft und hier sogar nur auf die 5 Plus. Also schon quasi die wesentlich besseren Einheiten. Was natürlich dann auch einen sehr schönen Spielunterschied macht, weil man hier jetzt eben mehr Möglichkeiten hat, wie man das Ganze aufstellen könnte für die Amerikaner. Schlägt sich natürlich auch dementsprechend in den Punkten nieder. Wenn wir uns hier das anschauen, das Parachute Rifle Platoon besteht aus Minimum 4 Stands Infanterie und einem 60 mm Mortar für 8 Punkte oder eben für 12 Punkte das Ganze etwas größer mit 7 Stands Infanterie und eben einem Mortar dabei, plus hier noch die Möglichkeiten, was man noch dazugeben kann, mit eben 2 Bazookas für 2 Punkte pro Team oder eben ein Light Machine Gun oder bis zu 2 Light Machine Guns in dem Fall. Und wenn wir uns das Ganze eben anschauen wieder beim Armored Rifle Platoon, die sind hier jetzt dann natürlich nicht ganz vergleichbar, weil wir hier natürlich die Transporter dabei haben. Also hätte ich gesagt, wir schauen hier mal zur normalen Rifle Company, weil die eben auch das gleiche haben. Die werden wie das Armored Rifle Platoon bereits auf die 3 getroffen. Dann Motivation ist auch gleich und auch Skill Test auf die 5 Plus. Aber wenn wir uns das hier anschauen, hier haben wir jetzt das nur 6 Punkte, also um 2 Punkte günstiger, haben aber nicht 5, sondern 8 Stands, davon eben 7 Stands Infanterie und ein Bazooka-Team. Also man sieht hier schon, man ist hier mit diesen Rifle Platoons wesentlich günstiger unterwegs, kann dementsprechend mehr Infanteriemasse aufstellen, wohingegen eben die Parachutes wesentlich elitärer sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für wen ist was geeignet, denn wie gesagt, beide Bücher sind nach wie vor noch aktuell. Es kommt halt darauf an jetzt, was du spielen möchtest. Wenn dir die Formations reichen, die hier im eigentlichen Hauptbuch von damals, von 2017 enthalten sind,
ausreichen, reicht es komplett vollständig aus, sich das Fighting First Buch zu kaufen, denn du wirst dieses auch definitiv noch finden, weil im Vergleich eben, wie schon gesagt, das Buch wurde nicht ersetzt, sondern es sind beide Bücher nach wie vor gültig. Wenn du sagst, dementsprechend, mir reicht Fighting First, das was dort enthalten ist, weil ich vielleicht auch erst mit Flames of War anfange und noch gar nicht weiß, was ich überhaupt alles spielen kann und spielen möchte dann überhaupt, und das, was ich hier an Formations habe, reicht mir vollkommen aus, dann ist es eben auch okay, sich dieses Buch zu kaufen, wenn du das beim lokalen Händler bei dir noch finden wirst oder finden kannst. Ansonsten macht es natürlich auch Sinn, auf das Nordafrika Compilation Buch zu schauen, weil du bekommst hier eben, wie wir gesehen haben, eine ganze Reihe mehr an Formations für die Amerikaner. Das zieht sich natürlich dann auch bei den anderen Büchern durch, die hier noch enthalten sind. Dazu kommt eben noch, dass du hier alle anderen spielbaren Armeen für diesen Schauplatz ebenfalls hier drinnen hast, falls du vielleicht irgendwann mal erweitern willst und eine zweite Fraktion, eine zweite Armee aufstellen möchtest, dann hast du hier natürlich alles beisammen. Ist dementsprechend natürlich auch dann die eine Überlegung, mit dem Compilation-Buch zu gehen und sich dafür zu entscheiden. Und das andere ist natürlich jetzt zum Abschluss auch noch der Preis, denn wie wir sehen, das Compilation-Buch ist sehr viel dicker. Diese Bücher kosten ungefähr um die 18-20 Euro, die Einzelbücher, und für ungefähr 40 bis 44 Euro bekommst du eben dann das dicke Compilation-Buch. Also auch ist hier zum Abschluss zu sagen, im Preis-Leistungs-Verhältnis wäre natürlich auch das Compilation-Buch besser. Aber wie gesagt, spricht auch nichts dagegen, sich das Einzelbuch zu holen, wenn das für dich vollkommen ausreicht. Und möglicherweise ist es ja auch so, dass das Einzelbuch schon bei deinem Händler seit Jahren im Lager liegt, noch vorhanden ist und das Nordafrika Compilation Buch aber auch vergriffen ist. Und daher ist es natürlich eine gute Möglichkeit, dann auch erstmal mit diesem Buch hier anzufangen. Zum Abschluss schreibt es noch gerne in die Kommentare, falls euch eines der Bücher interessiert, beziehungsweise ihr euch dazu entschieden haben solltet, mit einem der beiden Bücher anzufangen, spezifisch eben für Nordafrika.